Jamie Wright, a loss in Düsseldorf. It was close at the end, but why was it a loss? Well, I mean, the first goal we just kind of got beat out from behind the net. It was just a broken stick, and John can control him. It's just one of those things. You break a stick, you kind of are unfortunate, and you're behind the 8 ball. And he came out, and Tommy wasn't sure. I don't think it was kind of side coming out, and he got a wraparound goal. So those kind of things happen from behind the net, and then they scored in the power play. We got one back on the power play, and then. We had some chances at the end. We turned up the heat, but all in all, we played a solid 60 minutes. We worked hard. We stuck to our systems. Just couldn't get any breaks. You played against your former teammates. You got any friends on the team? Oh yeah, I'm going to talk to them here in a few minutes. But it's good just to be back and see some of the guys that you're familiar with, and just have a chat and shoot the breeze here after the game. So it'll be nice to chat with them and just see some new faces, some old faces, but again. The Olympic break is coming up in mid of February. Any plans made? Maybe a trip to Vancouver? Well, I'm going to make a trip actually back to Ontario. Just going to go home for a week and just get some things settled up that need to be settled up at home and see my girlfriend and my dogs and my family and stuff like that. So it'll be a nice little break. Just get home and just refresh myself and come back and be ready to play for the last 8 games after the break. Okay, perfect. Thanks a lot and all the best for the next games. Thanks, guys. Thank you. Ja, guten Abend zusammen nach einem 2:1 Sieg der DEG Mittelstars gegen die Frankfurt Lions. Die anderen Ergebnisse: Ingolstadt schlägt Straubing 6:3, Iserlohn unterliegt Hannover 2:7, Krefeld unterliegt Hamburg 0:5, Nürnberg schlägt Köln 4:1 und Kassel besiegt Mannheim nach Verlängerung mit 4:3, indem wir Gästetrainer Czernomas das Guten Abend zusammen. Erster Punkt, ich denke, beide Mannschaften waren bisschen müde heute Abend, viele Fehler mit der Scheibe, die erste Pass von der Defensive Zone. Hier ist Mannschafts erste Tor, es war nur ein 1 gegen 1 Fehler und vielleicht das war ein nicht so ein bisschen einfach Tor. Ich denke, Thomas Overhead nicht das Spiel gut gespielt. Zweite Tor, das war Überzahl-Tor und ich denke, das war die Unterschied im Spiel. Wir hatten 3 Überzahlen in Erfolge in der zweiten Drittel und hat gar nichts gemacht. Und letzte Drittel, wir haben ein Tor gemacht, aber der Torwart für Düsseldorf war da und bis zum Ende. Und in dieser Zeit, wir haben nicht das Glück vor dem Tor, aber das ist scheißegal, wir müssen spielen und mehr spielen und besser spielen, als die letzten 3-4 Wochen wird gespielt. Und es ist keine Entschuldigung, wir haben 4 verletzte Spieler, weil die anderen Spieler müssen mehr Arbeit bringen und macht die Unterschied im Spiel. Und heute Abend der Torwart für Düsseldorf war sehr, sehr wichtig für die 3 Punkte für Düsseldorf im Spiel heute Abend. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kreis. Ja, guten Abend zusammen. Da gebe ich Rich absolut recht, dass Obi heute sehr, sehr stark gehalten hat, wie gewohnt. Und besonders im letzten Drittel, wo die Frankfurter nochmal den Druck erhöht haben. Ja, wenn man das Spiel heute ein bisschen angeschaut hat, dann sah es tatsächlich aus wie der 39. Spieltag, wobei das eigentlich schon für uns der 40. Spieltag ist. Aber trotzdem, die Gegner, die auf uns zukommen, die sind genauso anspruchsvoll in der Begegnung, wie das jetzt mit Frankfurt oder Nürnberg der Fall war. Morgen ist ein Regenerationstag für die Mannschaft. Rick hat es angesprochen, körperlich, ich glaube bei uns ist mehr so ein bisschen mental. Wir machen auch jetzt mentale Fehler, Scheibenverluste in der neutralen Zone, schon in Straubing hat sich das vermehrt gezeigt. Heute haben wir es ein wenig reduziert, aber immer noch nicht gut genug oder genug, um den Anspruch an der Mannschaft gerecht zu werden. Wie gesagt, Obi hat heute sehr gut gehalten. Wir haben nach den ersten beiden Toren einige Chancen gehabt, aber nicht genug Druck meines Erachtens aufs Tor erzeugt. Wenn ich jetzt mich sprechen höre, ist das eigentlich genau das, was Rich gesagt hat. Und, ja, ich glaube, ich kann auch für beide sprechen.
wir sagen, das Tor über die 3 Punkte. Aber beide Mannschaften können besser spielen und das auch sicher tun werden in den nächsten Tagen. Danke. Gibt es Fragen, aber Herr Trainer? Dann von jetzt nochmal die Bitte, darauf hinzuweisen, unser nächstes Spiel ist am Samstag, nicht Freitag, Samstag gegen Krefeld. Das ist der Night Hockey, die gestern eine gute Heimfahrt.